Damit wollen wir jetzt also eine Lunge abholen, weit im Westen Englands. Fast 400 Menschen warten in Deutschland auf eine Spenderlunge, aber in den vergangenen Monaten ist die Zahl der Organspenden eingebrochen. Ich möchte erfahren, wie läuft so etwas eigentlich ab, eine Organspende? Heute also eine Lunge aus England einzufliegen. Aber dann ruft der Koordinator der Deutschen Stiftung Organtransplantation an. Wir werden nicht starten. Alles klar. Gut, dann geht's woanders hin. Alles klar, danke. Tschüss. Engländer haben Probleme. Spende findet erstmal nicht statt. Aber es könnte einen anderen Spender geben. 2 Stunden später stehe ich hier ganz rechts im Bild vor einem Operationssaal in einer großen Klinik. Ein Ärzteteam aus Freiburg ist gekommen, um einem Mann die Lunge zu entnehmen und sie einem Menschen zu bringen, der damit vielleicht endlich wieder normal atmen könnte. Wie hoch ist die Chance, dass das jetzt klappt? Ich würde sagen 50-50 ungefähr. Das ist ein relativ grenzwertiges Organ. Der potenzielle Spender ist starker Raucher gewesen. Aber ich spüre hier bei den Vorbereitungen zur Operation, die Mediziner greifen gerade nach jedem Strohhalm. Auch grenzwertige Organe werden angeschaut. Lungen, Nieren, Herzen von Menschen, die zu Lebzeiten zugestimmt haben, dass sie Organe spenden möchten, wenn sämtliche Hirnfunktionen erloschen sind. Jetzt warten. Kann die Lunge noch einen Menschen retten? Auch die Leber soll transplantiert werden. Wer darf hoffen? Neuigkeiten aus dem OP. Okay, kein einziges. Okay. Gut, dann herzlichen Dank und für Sie alles Gute, ja? Danke für den Anruf. Tschüss. Ciao. Kein einziges Organ. Dann eine Überraschung. Die Engländer haben sich gemeldet. Das Flugzeug soll doch kommen, um die Lunge abzuholen. Eine Crew hier steht für solche Einsätze Tag und Nacht bereit. Wir nehmen Kurs auf Cornwall. Landung nach gut 2,5 Stunden. Es gibt Nachrichten aus dem englischen Krankenhaus. Das Organ wird noch etwa 20 bis 30 Minuten dauern. Das heißt, wenn das Organ kommt, sind wir sofort bereit für den Rückflug und brechen wieder auf zurück nach Reichelsheim, um die Lunge so schnell wie es geht zum Empfänger zu bringen. Doch es dauert. 20 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden. Dann die Nachricht, wir fliegen ohne Spenderorgan zurück. Ja, wir sind nach wie vor in England und haben gerade durch die Einsatzzentrale erfahren, dass das Organ leider nicht transplantabel ist. Das bedeutet, wir müssen unverrichtete Dinge wieder zurückfliegen. Und das ist natürlich für alle an dem Projekt Beteiligten ein großer Rückschlag. Aber am schlimmsten ist es natürlich für den designierten Empfänger, dass wir jetzt mit leeren Händen zurückkommen, weil das Organ eben aus medizinischen Gründen nicht transplantiert werden kann. Ärztinnen in einer deutschen Klinik standen schon bereit. Ein Fahrer. Vergeblich. Wie erst einmal auch die Hoffnung eines Menschen, wieder richtig atmen zu können. Aber es gibt auch Tage, da klappt alles. 283 Menschen haben im vergangenen Jahr eine Spenderlunge bekommen. 329 ein Spenderherz. Ich fahre zu Tamara Schwab. Sie hatte 3 Herzstillstände und stand auf der Warteliste. Vor 9 Monaten kam eine Krankenschwester nachts an ihr Bett. Es gibt ein Herz für dich. Und dann? Überwältigend. Ich hatte eine Achterbahn der Gefühle. Es war alles dabei. Von Trauer für den Menschen, über Angst, über Freude, über Panik irgendwo. Es war Wahnsinn. Nun kann sie wieder lachen. Ja. Und ans Meer reisen und hineinhüpfen. Tamara wird wohl nie erfahren, wer der Spender war. Aber sie durfte den Angehörigen einen anonymen Brief schreiben, den die Stiftung Organtransplantation übergibt. Ich habe meine Geschichte erzählt, was mir passiert ist und warum es bei mir zu der Transplantation kam. Ja, ich versuche damit ein Stück weit Danke zu sagen und zu zeigen, dieses Herz ist jetzt gut aufgehoben und ich gebe mein allerbestes, dass dieses Herz es ihm lange gut geht und es noch ganz viel auch von der Welt entdecken kann. Ja. Tamaras Geschichte macht mich glücklich. Und doch bekomme ich den vergeblichen Flug nach England nicht aus dem Kopf. Mehr als 8000 Menschen in Deutschland warten gerade auf eine Organspende.